Okay, hallo, schön dich zu sehen. Willkommen mit ihm betrachten. Ja, also in diesem wunderbaren kleinen Rahmen können wir den Raum auch nutzen, du darfst mit mir ein Interview machen, so was immer in deinen Geist kommt oder du gerne wissen möchtest, ist herzlich willkommen. Vielleicht äh, zur Einleitung oder um das vorauszuschicken. Im menschlichen Geist herrscht ja äh, diese Ungewissheit, beziehungsweise das wird nicht so sehr anerkannt, dass irgendetwas wirklich ausreichen würde. Ne? Die Ego-Perspektive der menschlichen Denkweise ist darauf getrimmt, dass es nie ausreichend ist. Egal, was wir ganz besonders spirituell praktizieren, üben, äh, wie wir ein Verständnis für etwas entwickeln, ob das Verständnis über ein Verstehen hinausgeht und sich bereits zeigt, dass da eine ganz andere neue Welt sich eröffnet, die in dem Sinne nichts mit der wahrnehmbaren Welt zu tun hat. Aber das, worüber wir da sprechen, ist ja, dass dieser suchende Aspekt im menschlichen Bewusstsein diese Suche ja weder aufgeben möchte, noch wirklich eine Idee anerkennt, einen Gedanken anerkennt, eine Denkweise anerkennt, das ausreichen würde. Und ich bin mal auf diesen Satz jetzt gestoßen, der hier zum Ausdruck bringt, damit die vollständige Berichtigung deines Geistes heilen und dir die vollkommene Schau gegeben werden kann, die all die Fehler heilen wird, die irgendein Geist je zu irgendeiner Zeit oder an irgendeinem Ort, oder wir können hinzufügen, zu irgendeiner Situation begangen hat. Und was ist diese Idee, die ausreichend ist, die ausreicht, um den Geist vollständig zu heilen? Und was kommt dir da in den Geist als erstes? Hast du etwas, was als eine Antwort resoniert? Man stellt dir mal vor, und das ist ja auch eine gute Frage, die im Prozess absolut ins Bewusstsein kommt. Wie ist denn das, wie wäre das überhaupt möglich? Wie wäre möglich, dass eine Idee, ein bestimmter Gedanke, eine bestimmte Erkenntnisidee ausreichen würde, alle Fehler, all das, den Geist vollständig wiederherzustellen? Und dass das ausreichend wäre für die gesamte Transformation, die wir ja jetzt nicht nur 120 Tage in dieser Geistesschulung mit den Lektionen verbracht haben, sondern lebenlang versucht und haben zu erfüllen, Erfolg zu haben, verfolgt haben. Und die Suche ist immer weitergegangen. Da war eine Stimme im Geist, die immer wieder gesagt hat, äh, da fehlt noch was und da gibt es ja noch mehr. Und lass uns doch hier weiter uns so motivieren in der Disziplin, im Üben, damit sich das endlich dann eröffnen kann. Und hier hast du auf der anderen Seite diese
Aussagen von Jesus, dass es hier eine Idee gibt, die dies alles korrigiert, heilt, nach Hause bringt. Oder er geht dann in die Zeitideen und sagt, ähm, dass diese Idee ausreicht, die Vergangenheit zu heilen, die Zukunft zu befreien, die Gegenwart, dass die Gegenwart so angenommen werden kann, wie sie ist und dass die Zeit eben zu einem Mittel wird und als Mittel erkannt wird, dem die ganze Welt dank dem die ganze Welt lernen kann, die Zeit und jeder Veränderung, stell dir das mal vor, jeder Veränderung, der wahrnehmbare Geist, der ständig alle Veränderungen ständig wahrnimmt und gar nicht mehr wahrnimmt, dass es sich bereits verändert hat und dass man bereits in einem neuen Bild, in einem neuen Traum sich befindet. Und selbst allen diesen, jeder Veränderung zu entrinnen, reicht eine Idee aus. Während die Zeit vergeht und was immer sie mit sich bringt. Und hast du schon eine Idee, worüber wir hier sprechen? Von welcher Idee? Also mir sind gerade die zwei heutigen Tagesgedanken in den Sinn gekommen. Wenn Aha, ich sie tatsächlich glauben würde und ja, realisieren, ja. wäre das Ding wahrscheinlich durch. Und was sind diese zwei Gedanken? Ich ruhe in Gott Ja, und ich bin, wie Gott mich schuf. ja. Und das, was ich hier geteilt habe, das kommt aus der Lektion 110. Ich bin, wie Gott mich schuf. Ah, okay. Ja. Offensichtlich wird uns eine Idee präsentiert, die ausreicht, um all das, was gesucht wird, in der Transformation des Geistes zu erfüllen. Wie oft wird diese Lektion im Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern behandelt? Was sind denn die Mathematiker? Diese Lektion kommt dreimal vor. Was sind die Lektionsnummern dazu? 94, 110, 162 plus 20 Wiederholungslektionen von 201 bis 220. So, wir finden es genau in dem Wortlaut in 23 Lektionen als, als Betonung, als Fokus. Und das sollte sehr wohl einem auffallen als Praktizierender dieses Kurses, dass hier eine Betonung gelegt wird. Das heißt, offensichtlich bietet diese Idee eine Wichtigkeit an oder bietet mehr an als irgendeine Idee von Funktion, von Vergebung, von Liebe, von Gnade, von was immer wir in den Übungen vorfinden. Bedeutung, Bedeutungslosigkeit. Offensichtlich liegt darin etwas enthalten in dieser Idee, die nicht nur erfolgsversprechend ist, sondern die einfach wirkt, die etwas bewirkt. Und jetzt möchte ich wieder das Wort an dich, an mich weitergeben,
Wie meinst du, wie das funktioniert? Wie meinst du, das funktioniert, dass eine Idee, ich bin, wie Gott mich schuf, vollkommene Transformation bewirken kann? Wie ist das möglich? Ist ja bloß so ein Satz wie irgendein anderer Satz. Was meinst du dazu? Ja, ich glaube, es ist ein Stück weit so, wie du es auch vorgelesen hast. Also, wenn ich diesen Satz richtig in mir einsinken lasse, woran will ich mich denn noch festhalten? An welche vergangenen Ideen oder welche Ideen will ich für meine Zukunft haben? Worüber will ich mich jetzt ärgern? Wovor will ich Angst haben, wenn ich mir jedes Mal diesen Satz beantworte damit, mit allem, was ich anscheinend sehe oder denke? Im Grunde genommen gibt's keine Angst mehr. Es gibt eigentlich nur noch, also es ist praktisch wie so eine Art Tunnel, der mich immer wieder zum Licht führt. Und das ist eine totale Befreiung, glaube ich. Also Ja, so, und kannst du noch etwas darüber sagen, woran es dich ganz spezifisch erinnert? Woran erinnert es dich? Ich bin, wie Gott mich schuf. Was, was berührst du in deinem Geist, was ja immer eine Erinnerung ist, ne? Wenn du sagst, äh, lass uns zum Mittagessen gemeinsam gehen, dann berühre ich eine Erinnerung über etwas, was ich vielleicht gerne essen möchte oder etwas, was mir gut schmeckt. Und durch diese Erinnerung gerate ich oder öffnet es mir die Erfahrung davon. Und auch das Traumbild wird sich eröffnen. Und ich werde diese Erfahrung haben. Und wenn wir das hernehmen jetzt mit der Idee, ich bin wie Gott mich schuf, dreht es sich genauso um eine Erinnerung, nicht wahr? Und was kannst du das ein bisschen weiter beschreiben? also ich hoffe, dass ich das kann, weil es soll sich irgendwie auch nicht konzeptionell anhören. Aber also wenn ich da rein gehe, dann würde ich denken, das ist ähm, eine Erinnerung von totaler Verbundenheit und mh, von Einssein, ähm, Mhm. von Und wenn du es totaler beziehst, Ausdehnung. Mhm. und wenn du es beziehst auf den Inhalt der Worte selbst, ja, wie Gott mich schuf. Was ist dann eigentlich, welche Erinnerung wird da im Geist eröffnet? Abgesehen davon, dass ich mich ringe, okay, Gott, Gott ist mein Schöpfer, ne? Das ist die direkte Aussage. Aber was ist die indirekte Aussage, die sich dann auch darum kümmert, dass, wie du sagst, dass Angst keine Bedeutung mehr hat? Ja, Das heißt, ich müsste auch hergehen und mir anschauen, ja, was bewirkt denn überhaupt Angst in meinem Geist? Wie kommt denn überhaupt Angst ins Bewusstsein? ja, vielleicht die Idee, dass etwas an mir nicht vollständig sein könnte oder dass es nicht, dass ich nicht ausreichend bin. Aha. Ähm, Und warum wird dieser Sinn, warum wird das überhaupt so empfunden? Welcher Gedanke, welches Selbstkonzept liegt dem zugrunde? mh, dass etwas noch verbessert werden müsste, dass etwas nicht vollständig ist. Ja, aber das Selbstkonzept wäre in dem Sinne etwas, was ich nicht vollständig sein kann. Ja, aber das Selbstkonzept wäre in dem Sinne etwas, was ich nicht vollständig sein kann. Ja, aber das Selbstkonzept wäre in dem Sinne etwas, was ich nicht vollständig sein kann. Ja, aber das Selbstkonzept wäre in dem Sinne etwas,
was ich glaube, was mich definiert, was meine Identität definiert. Ne? Ja, das begrenzte Ich, das ich bin. Also Ja? mein, Und woher mein kommt dieses begrenzte Ich? Was glaubt der Geist, woher das kommt? mm, so eine Idee, dass ich mich selbst erschaffen hätte. Ganz genau. Mhm. Das ist der Punkt. Alles basiert auf dem Selbstkonzept, ich habe mich selbst erschaffen. Mhm. Und mit dieser Basis, mit diesem Fundament, ich habe mich selbst erschaffen, was zwar die Religionen oder über religiöses Wissen ausgetauscht wurde. Nein, mach dir keine Sorgen, Gott hat diese Welt erschaffen. Gott hat alles erschaffen. Ne? Das ist eine Idee, dass ich eigentlich dieses Selbstkonzept, ich habe alles erschaffen oder ich habe mich selbst erschaffen, überdünken kann oder auswechseln kann. Und dadurch wäre jetzt ein Bezug und eine Beziehung zu etwas Größerem möglich und eröffnet sich und tut sich auch. Dass es in der Begrenzung bleibt, ist ja bloß, dass der Teil, ich habe mich selbst erschaffen, nicht transformiert wird. Er wird nur in dem Sinne ersetzt mit einer anderen Idee. Das ist ja, was der Kurs jetzt bewirken möchte, dass wir genau hinschauen auf alle Aspekte und Qualitäten dieses Selbstkonzeptes und dafür Verantwortung wieder übernehmen und sagen, ah nee, ist doch mein Machwerk gewesen, ist doch nur in meinem Geist und ich bin verantwortlich dafür. So, der Grundstock, ich habe mich selbst erschaffen, ja, bewirkt Angst, bewirkt Zeit, bewirkt all das, bewirkt, so, die Idee, ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf, lässt mich daran erinnern, dass es nicht stimmt, dass ich mich selbst erschaffen habe. Ich lerne zwar und nehme an und akzeptiere, dass ich all das, was ich projiziert habe als Welt, gemacht, Anführungszeichen, erschaffen habe, geschaffen habe. Aber ich habe mich selbst, der Macher, ich habe den Macher nicht erschaffen. Und der Macher konnte ja nur das alles machen, eine Welt, indem er auch eine Kraft, eine Mächtigkeit, eine geistige Kraft in Anspruch nahm und verwendete, um dies dann zu fragmentieren und aufzuteilen und zu sagen, hier sind meine Trillionen Bilder meiner Welt. Ne? Aber der wirklich der Macher ist in Wirklichkeit so geblieben, wie Gott ihn schuf. So die Idee, ich bin, wie Gott mich schuf, oder ich bin nach wie vor, heißt es ja dann in den Wiederholungslektionen, wie Gott mich schuf, erinnert den menschlichen Geist, dass ich mich nicht selbst erschaffen habe. Und in dem Moment, in dem ich das annehme, zulasse und annehme, fällt das gesamte Kartenhaus zusammen und heilt all das, wie er es beschreibt in der Lektion selbst. Heilt den gesamten Geist in Vollständigkeit, hebt alle Fehler auf, weil keine Substanz dann mehr da ist. Die Substanz war, die ständig genährt wurde. Nein, ich habe mich selbst gemacht. Ich habe mich selbst gemacht. Ich habe mich selbst erschaffen. Ich kann schon lehren und sagen, ich habe mich gemacht in Bild von Begrenztheit. Das habe ich schon gemacht. Aber in der Schöpfung selbst, ich habe mich nicht selbst erschaffen. Das fällt auseinander. Und was fällt dir dazu noch ein? Ja, es ist irgendwie so, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mich an genau diesem Punkt befinde, wo ich glaube, ich könnte das auf irgendeine Art und Weise greifen, was du da gerade sagst. Und dann habe ich aber das Gefühl, dass das sozusagen das Machwerk ist, Christiane, was irgendwie gerne jetzt danach greifen möchte und dass das aber gar nicht funktionieren kann.
Und da ist es dann manchmal so, wo ich merke, da möchte gerne irgendwie der Verstand noch irgendwas klar kriegen, aber das funktioniert nicht. Und ich frage mich dann oft, ich komme dann immer wieder an diesen Punkt, wo ich denke, ja, und nun? Was mache ich denn jetzt? Und Ja, auch gut. Und das ist wichtig, das zu untersuchen. Weil wenn du da hinblickst, genau in deinen Geist, in dein Bewusstsein, was passiert denn da, bevor du diese Frage stellst? Wo bist du in deinem Geist? Die Frage kommt dir dann hoch, das ist ja wieder die Stimme des Ego. Und was nun? Oder was machen wir denn mit dem? Ne? Aber wo bist du denn eigentlich in deinem Geist? Nicht nachdenken, einfach hinschauen. Ne? ich habe das, ja, wahrscheinlich bin ich dann auf der Suche. Also, Nee, nee. Schau, nee. wir sind ja angekommen mit, okay, ich sehe, ich habe nicht mich selbst erschaffen. Und trotzdem, ist das Echo in meinem Geist nach wie vor da. Ich bin, wie Gott mich schuf. Das ist das Echo. Ne? Und indem ich anerkenne, okay, ich habe mich nicht selbst erschaffen, wo fällt der Geist automatisch rein? Ins Licht. Ja. Hans, bitte erleuchte uns. Ich hätte nur den Gedanken gehabt, in die Du hast es Ausdehnung. ja gesagt vorhin. Ja, welchen Gedanken hattest du? Also ich habe jetzt den Gedanken gehabt, dann falle ich in die Ausdehnung rein. Ganz genau. Du hast ja gesagt, ich ruhe in Gott. Ich ruhe in Gott, das ist die andere Lektion davor. Ne? Das heißt, ich falle automatisch in die Ausdehnung, in das Licht, in den Frieden, in die Liebe Gottes rein. Ja. So, und daran darf sich der Geist gewöhnen. Ja? Das heißt dann Meditation. Die, die Zeit, sich daran zu gewöhnen, dass der Geist zurückfällt in seine Natur, in seine Quelle, das ist, was Meditation ist. Und das Gebet ist die Bitte darum, und der Geist glaubt noch nicht, dass er da zurückgefallen ist. Der ist noch einmal mitgegangen mit der Frage des Egos und was nun. Und dann ist die Antwort, okay, dann gibt's noch die Umleitung über Gebet und dann kommst du wieder dahin, wo du erfährst, wie du eigentlich reinfällst in das, was du bist. Da ist nichts Kompliziertes daran. Ne? Es will nur so gesehen werden, wie es ist. Ne? Aber das zeigt uns auch, das war jetzt das Beispiel, ne? Das war das Beispiel der Übung in Wirklichkeit, ne? Obwohl wir einen anderen Zugang gefunden haben. Ne? Aber das ist das Beispiel, dass da offensichtlich eine Macht zur Wirkung kommt, die den Geist eigentlich unmittelbar sofortig in die Ruhe Gottes, in den Frieden Gottes bringt. Aber ich denke, wenn, ob es jetzt bewusst oder nicht bewusst durchgeführt wird, der Geist berührt trotzdem, okay, ich habe mich nicht selbst erschaffen, mit dieser Erinnerung, ich bin, wie Gott mich schuf. Und wenn ich mich selbst nicht erschaffen habe, dann stehe ich ganz knapp dran, wirklich am Tor der Erkenntnis, was mein gesamtes Machwerk meiner gemachten Welt ist. Weil der Geist weiß, auch irgendwo weiß er, dass er letztendlich nur so erschaffen kann, wie Gott erschafft. Ja. Und das ist Unendlichkeit, das ist Grenzenlosigkeit, das ist eine einzige Bedeutung, das ist ohne Gegensatz. So, und ich
da bin und ich betrachte all meine Welt, die ich gemacht habe, die ständige Veränderung aufzeigt, die kommt und geht. Irgendwo im Geist weiß ich, dass ich in Wirklichkeit nichts gemacht habe. Und das ist wieder eine Befreiung im Geist, weil ich mich selbst davor befreie, weil all das, was in Begrenzung gemacht wurde, ist, was letztendlich dann vom gleichen Geist als das Gute und das Böse, das Richtige und das Falsche bezeichnet wurde. Und das Böse wurde vermieden oder wird dann versucht zu vermeiden oder so auszuwechseln, damit es gut werden kann. Und in Wirklichkeit fehlt die Erkenntnis, dass es so etwas wie das Böse gar nicht gibt, weil das, was ich gemacht habe, es gar nicht gibt. Und all das, darum sorgt sich diese Idee, ich bin wie Gott mich schuf. Das ist mehr oder weniger ein mit einer Fliegenklappe, oder wie sagt man dazu? Klatsche, die ich hier nicht verwende. Und er fügt dann ja auch noch hinzu, das ist ja dieser Satz, den jeder Kursschüler eigentlich sich nicht nur an den Badezimmerspiegel kleben sollte, sondern wirklich auch merken sollte. Wenn ich so bleibe, wenn du so bleibst, sagt er, wenn ich so bleibe, wie Gott mich schuf, hat meine Angst keine Bedeutung, das Böse ist nicht wirklich. Und er fügt hinzu, und Elend und Tod existieren nicht. Mein elendiges kleines Selbst, an dem ich so festgehangen bin, das ich so verehrt habe, so äh, geschätzt habe, damit ich es ja nicht verliere, existiert überhaupt nicht. Was fällt dir zu dieser Idee noch etwas ein? Noch irgendetwas ein? Ich muss das jetzt einfach mal aussprechen, weil wenn ich das in mir wirken lasse und mich hier mit euch verbinde, dann wird es für mich so, so unschuldig und so voller Freude. Ähm, also das ist echt total stark, weil
ist wie so eine Freudeexplosion. Ja, danke. Also Ja, sag Hans. ich hätte auch gesagt, der Frieden ist überfallsmäßig eingefallen, als du da diese Worte beendet hattest. Ja. Ja, Ja, und es hat auch etwas damit zu tun, dass der Geist, der, wie wir begonnen haben, halt so getrimmt darauf ist, zu suchen und in dem Sinne auch erkannt zu werden in, in der wahren Identität, ne? Das ist dann auch der Moment, wo im Geist klar ist, ich werde gesehen, ne? Ich werde von ihm gesehen. Das ist, was wir eigentlich über Tausende von Jahren gesucht haben. Gesehen zu werden im Licht, als vollkommen, als der Sohn Gottes, als würdig. Und wo wir eigentlich angekommen sind in diesem Verbinden mit ihm, ist das, ich will mal sagen, dass dieser Bettler gesehen zu werden, dass dieser Bettler, dieses Bettlerbewusstsein losgelassen wird, ne? Und erkannt wird, dass nicht mehr der Bettler gesehen wird und mit dem gespielt wird oder gehandhabt wird, sondern dass das wahre Selbst, ne? Dass der Christus, das auferstandene und erwachte Selbst erkannt wird. Das ist, was wir in diesem Frieden wirklich berühren in unserem Geist. Angelika Uschi, möchtet ihr etwas beitragen? Vielleicht passt es auch nicht ganz im Moment dazu, aber ich stelle mir schon auch seit der vergangenen Woche in gemeinsamen Zoom immer wieder die Frage, die ist mal aufgetaucht, die Angst vor Gott zu haben. Ich stelle mir die Frage dann selbst, wie ich dazu empfinde. Ja, ich meine, ich habe keine Angst vor Gott. Immer wieder, ich komme da nicht weiter. Irgendwie wäre es mir hilfreich, dass ich es jetzt anspreche, ist schon mutig. Ich hatte immer den Gedanken, wir haben Angst vor Gott. Ich möchte doch dem noch näher sein, dem dienen, die Botschaft
leben. Das ist mein einziger Sinn und Zweck hier. Ich verstehe vielleicht die Frage nicht, oder? Im Moment nicht. Ja, ich würde es wieder ganz simpel halten. Danke dir, Angelika. Wenn die Idee von Angst vor Gott überhaupt in den Geist kommt, dann ist Angst vor Gott, darf noch transformiert werden. Sonst wäre die Idee gar nicht im Geist. Es würde dich nicht beschäftigen. Du würdest es auch nicht einmal als einen Gedanken hören oder dir selbst durchdenken. Ne? Und sicher ist dein Geist auch so weit transformiert, dass in dem Sinne die Angst vor Gott nicht mehr jetzt eine vollkommene Ablehnung, ein dich abwenden oder ein dich zuwenden zu Ego-Angeboten mehr einladen oder dass das noch Attraktivität hat oder dass du da unbewusst darüber wärst. Ne? Und das ist ja schon die wirklich gute Nachricht. Ne? Die Angst vor Gott, die ja auch in den Hindernissen vor dem Frieden als das letzte Hindernis beschrieben wird, das vierte und letzte Hindernis, ist auch erklärt dann, dass es auch die Angst ist vor, wofür im Gott steht, das Licht, das alles zu Licht werden lässt. Ne? Das heißt, das Licht, das die Dunkelheit zum Verschwinden bringt, das Licht, das fähig ist und die Mächtigkeit hat, alle Illusionen aufzulösen. Alle. Ja? Und an diesen Punkten, ganz praktisch gesehen, zeigt es sich, ob noch Angst vor Gott da ist oder eben nicht. Ne? Wenn der Geist versucht, Situationen zu handhaben, zu manipulieren. Ja, wo kann ich etwas noch für mich herausbekommen? Äh, Wie kann ich Aufmerksamkeit auf mich lenken? Ja, das sind so subtile psychologische Tricks, die wir gelernt haben über ganz lange Zeit. Und wenn da irgendetwas in der Weise noch zum Ausdruck kommt, ist das in Wirklichkeit ein Ausdruck von Angst vor Gott. Weil da zeigt es sich dann ja, wenn ich das nicht bekomme, da zeigt es sich. Ja? Wenn ich nicht bekomme, was ich gerne möchte. Und ganz besonders, wenn ich nicht von Gott bekomme, was ich gerne von ihm möchte, als die wunscherfüllende Maschine, ne? Wofür Gebet äh, indoktriniert wurde. Schau, vor 2 Tagen hatten wir hier im Wetterbericht eine Ansage, dass diese Unwetter, die im Süden von den USA schon wochenlang verheerende Ausmaße annehmen. Also ich bin schockiert und mein Herz öffnet sich und ich kann nur segnen und segnen und das Beste wünschen, wenn ich diese Bilder sehe, ne, wie alles zerstört wird. Und das ist hier hochgezogen in den Midwesten, in den nördlichen Midwesten. Und ich musste selbst lachen über mich selbst, als ich sah, dass es war ganz klar, okay, ich bitte einfach die höhere Macht um Hilfe, dass sich das gar nicht so zeigt, weil ein Hagelsturm wurde angekündigt. Ne? Und das heißt hier in den USA, das können auch Hühnerei große Hagelkörner sein. Ne? Aber als erstes in meinen Geist kam, Jesus macht, dass es nicht hagelt. Ne? Das ist wie, wo ich herkomme aus meiner Erinnerung des Gebets, ne? Dass ich eigentlich sofort zum Ausdruck bringe, was mein Wunsch ist, was ich gerne hätte, was nicht eintreten sollte. Und damit sage ich ja indirekt, was eintreten sollte. Und das ist genau wie Gebet eben nicht funktioniert, weil beim Gebet geht es nur darum, lass mich erinnern, welche Stärke du mir gegeben hast und dass mein Geist allmächtig ist und in dem Sinne
dass ich die Gedanken eines Hagelsturms in meinem Geist verändern kann und dass das tatsächlich von meiner Denkweise abhängig ist und nicht von irgendeiner äußeren Kraft und auch nicht von Gott. Und trotzdem vertrauen wir darauf, tun wir es und folgen auch, was immer für Gedanken, Instruktionen, Anleitungen gegeben werden. Ich habe mir dann überlegt, wo ich das Auto unterstellen könnte, ne, wenn es soweit ist, wenn es beginnt, ne, und all die Vorsorgemaßnahmen. Aber wenn ich genau hinblicke, ist es die Angst vor Gott, weil es die Angst ist, dass ich eigentlich meinen Traum eines Hagelsturms verlieren würde, insgesamt, dass da keine Idee mehr in meinem Geist wäre von gutem Wetter oder schlechtem Wetter. Und das ist, was Gott tatsächlich bewirkt. Wenn ich mit Gott denke, gibt es nichts, was in irgendeine Kategorie mehr passt. Das ist Freisein im Geist. Und solange etwas im Geist unterhalten wird, gedanklich, ja, und ich gehe mit dem mit der Idee, und das geht absolut immer in einen Schutz der begrenzten Formassoziation rein. Ja, wie kann ich diesen Körper, wie kann ich mein Auto als eine Reflexion meines Körpers schützen? Ja, das sind alles Schutzideen, wie ich dem Unheil, dieses Bösen, ja, wir haben gerade gehört, dass das Böse ist nicht wirklich, ja, wie ich dem entrinnen kann. Und die Angst vor Gott ist dann gegeben, wenn ich nach wie vor aktiv bin in der Handhabung dieser Gedanken. Wenn ich frei bin und in der Ausrichtung mit Gott, dann wird mich, ich werde diese Ankündigung wahrscheinlich gar nicht wirklich bewusst mitbekommen oder das sagt man, geht da rein und geht da raus. Ne? Es ist bedeutungslos dann. Ja? Und ich werde ganz sicher keine Vorkehrungen treffen. Und genau dasselbe passiert mit allen Ideen, bei denen es sich um Todesideen handelt, Gedanken des Todes handelt. Die ganze Welt, das ganze Menschsein ist darauf getrimmt, Vorkehrungen zu treffen. Auf das Unvermeidliche, das Unvermeidbare. Das, was uns alle treffen wird, früher oder später. Und was Jesus sagt, dass das nicht eintreten kann, weil es nicht möglich ist, das wird überhaupt nicht in Betracht gezogen. Ne? Oder vielleicht dann so als zweite Instanz. War da nicht irgendetwas in diesem Kurs in Wundern, was etwas anderes gesagt hat? Ne? Ich bin ja so, vielleicht schaue ich da am Abend dann rein, weil momentan muss ich ja Vorkehrungen treffen. Ne? Wir sehen eigentlich, je weiter wir da diesen Weg gehen, wie verrückt wie wir eine Verrücktheit im menschlichen Geist als normal angenommen haben, als etwas, was eben der Realität entspricht. Das ist halt so, ne? Und in Wirklichkeit ist alles Ausdruck dieser Angst vor Gott. Jedes Managen, jeder Erhaltungstrieb in Raum und Zeit als menschliche Existenz ist ein Ausdruck der Angst vor Gott. Also es geht um viel, viel weiter und um viel, viel mehr, als dass da ein Blitz aus den Wolken rauskommt und mich erschlägt, ne? Und sage, na, davor habe ich keine Angst. Ne? Es geht wirklich um diese begrenzte Denkweise
und wie diese begrenzte Denkweise als eine Welt im Geist gehalten wird und nach wie vor buchstäblich verehrt wird, um es weiter erhalten zu können. Das ist Ausdruck der Angst vor Gott. Weil in Gott das alles nicht existiert, noch wirklich ist, es das gar nicht zu sehen gibt, nicht hier ist. Und das mag uns jetzt durchaus helfen, da ganz persönlich das nochmals in Betracht zu ziehen und einen weiteren Blick darauf zu werfen und damit zu sehen, ah, okay, ja, da ist zwar nicht wirklich ein Widerstand gegen Gott da, aber offensichtlich in meiner Umwandlung, in meinem Geisteswandel, in meiner Änderung meiner Denkweise, da ist noch Luft nach oben. Ne? Da darf ich noch weitermachen, da darf ich noch aktiv bleiben, da darf ich noch bewusster werden, da darf ich noch schneller wählen. Ja, macht das in etwas Sinn, Angelika? Mhm. Ja, danke dir aufrichtig. Das war allumfassend und ich kann das dann wirklich mit mir selber im Geist nochmal reflektieren und mit meinem Lebenspartner ja, beobachten. Wir hatten heute Spanisch, also er unterrichtet einen deutschen Freundeskreis. Und das erste Thema, was er gewählt hat, also dass es eben Chaos wegen dem Licht gab, alles im Spanischen, und welche Vorsehmaßnahmen wir alle treffen. Das Mhm. hatte ich aber gestern durch das, oder ja, gestern, weiß man schon gar nicht Also, mehr genau, der durch Arbeitsgemeinschaft? gemeinsam Mhm. Zoom, gemeinsam, so präsent. Worum geht's? Ich sehe, geht's um Gemeinschaft, um einfach um Teilen, um die Nachbarn besuchen zu können, auch wenn die Technik einfach versagt. Und heute sagte eine deutsche Teilnehmerin, Antonio, du hast so viel Kartoffelfelder hier angelegt, da kannst du uns alle mit ernähren. Wir brauchen keine Reserven. Und das ist wirklich so aus der Praxis zu sehen. Ich lasse ihn, ich habe beobachtet, er kam mit einer großen Einkaufskiste voller Dosen und ich habe einfach nur geguckt und ich lasse ihn da wirklich und nehme mich zurück und segne einfach sein Tun und wünsche mir natürlich, dass mein Licht so anhaltend wirksam ist, dass es eines Tages einfach eine Veränderung sich zeigt. Nicht durch mein Eindringen und Wirken, wie ich das früher auch gerne mal gemacht habe. Ich bin da, das mache ich alles im Geist. Ich sage, gut, wo stellen wir es hin? Ich helfe dir. Ich bin für dich da. Ja, schön. Das fühlt sich Das gut ist an. für mich auch dann wirklich, ich bin für dich da. Und das habe ich heute auch in dem Kreis, in dem Unterricht mitteilen können, was mir wichtig ist. Ich bin für jeden Einzelnen da. Und die haben es schon praktiziert, wenn einer mich mal anruft, oh, mir ist heute gar nicht gut, ich komme nicht aus dem Bett und so. Ich sage, was machen wir denn da? Na, kannst du mal kommen? Ich sage, klar. Ich sage, ich bringe gleich noch Essen mit und ich bleibe dann so lange bei dem Bruder am Bett wirklich sitzen, während er liegt und von sich mitteilt. Und in mir ist einfach dieses, ja, dieses Schweigen, dieses Leuchten, dieses Verständnis. Und dann geschehen Dinge wie, ja, jetzt kann ich doch mal aufstehen. Soll ich Ja. mal versuchen, dass ich aufstehen kann? Ich sage, na, versuch noch mal. Und dann essen wir zusammen und das gilt im Danken, also einfach in dieser Dankbarkeit gegenseitig. Was es hinterher war, interessiert ja den Plastefuchs. Ja. Ja, Das interessiert gar nicht. du lebst es als Beispiel, ne? Und Ja, das ist das Einzige, was wir machen können, ne? ja, Einfach nur Beispiel geben und jeden in seiner Transformation so anzunehmen und sein zu lassen,
weil da ist kein Zufall, ne? Das darf ja alles nochmals wiedergespürt und angeschaut werden und dann neu gewählt werden. Und auch, wie was du eingangs angerissen hast, diese Vorkehrungsmaßnahmen. Äh, Da ist ja nichts falsch dran. Ne? Deswegen ist er ja nicht böse, ne? Sondern er darf ja das so halten in seinem Geist so lange, bis er selber keinen Nutzen mehr darin findet. Ne? Ja. Und wie du es auch beschreibst, einfach nur da zu sein und ihm dabei zu helfen, das ist wirklich die äh, Barmherzigkeit auch, der Ausdruck der Barmherzigkeit, der Ausdruck des Mitgefühls und wie es auch gelebt werden kann. Das hat ja nichts damit zu tun, dass es für mich keine Bedeutung hat. Ne? Verstehe ich, Mhm. herzugehen und sagen, oh, Kartoffeln, anzusammeln, hat für mich keine Bedeutung und aus diesem Grund helfe ich dir nicht bei der Kartoffelernte. Ne? Das hat ja überhaupt keinen Zusammenhang in Wirklichkeit. Ne? Wenn der Bruder mich um etwas bittet, dann werde ich da sein und ihm helfen. Ne? Und darüber sprichst du. Ne? So, danke. Jedes Wort ist einfach, hat so eine Tiefe. Ich danke euch vielmals. Ja, danke dir. Magst du noch was sagen, Uschi? Alles gut, ja? Danke. Christiane Hans, von euch noch etwas? Okay, gut, dann machen wir Schluss für heute und ich Ich habe habe noch, euch ein Lied mitgebracht. ich habe auch ein Dich Lied. schickt der Himmel, du bist ein Geschenk. Mein Herz sagt Danke, wenn ich an euch denk. Juhu! Danke. Und ich habe dir ein spanisches Lied mitgebracht. Und zwar es besingt, wie alles langsam und langsamer angenommen wird, ne? Und gesehen und gelebt wird. Und da, wenn wir etwas verlangsamen, auch in diesem herkömmlichen weltlichen Geschehen, dann entdecken wir auch diese Sachen für uns viel schneller und viel klarer. Ne? Und dann wird auch klar, okay, in Wirklichkeit passiert hier ja eh nichts, ne? Außer wir lieben uns. Ne? Und das ist dann auch alles, was notwendig ist. Okay, dann suche ich mal dieses Lied. Danke für unser Zusammenkommen. Wunderbar.